Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Herzlich willkommen und heute nochmal die Zusammenfassung aller Übungen, damit ihr einmal alles im Überblick habt. Es gibt kein großes Intro, wir starten direkt. Es soll ein Video sein, was ihr speichern könnt. Vielen Dank fürs Schauen. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Und wir fangen an mit Nummer 1, sicheres Aufsteigen und Absteigen von dem Motorrad. Ihr erinnert euch, wie ihr ein Motorrad aufrichten könnt, zum Beispiel nur mit dem Druck auf die Fußraste und welche Übungen es dazu gibt. Das ist das Erste, was wir machen, wenn wir ans Motorradfahren denken, ist, wie kann ich sowas sicher und einfach aufrichten. Thema 2, sicheres Anhalten. Den letzten Meter auf der Hinterradbremse ist immer sicherer, vor allem wenn das Vorderrad ein bisschen schräg ist. Deshalb übt doch nochmal das sichere Anhalten und steigert euch dann weiter. Ihr fahrt auf einer Linie, bremst runter auf 0 km/h. Und dann fahrt ihr wieder weiter. Ist eine Übung, die macht auch irgendwie ein bisschen Spaß. Und im gleichen Zug übt ihr natürlich auch das Langsamfahren, indem ihr langsam fahrt, eingekuppelt, aber die Hinterradbremse schleifen lasst. Vorne lassen wir alles dann in Ruhe. Und so können wir noch mal ein bisschen die Balance üben für das Motorradfahren. Und was wir im gleichen Zug natürlich machen, wenn wir irgendwo einen kleinen Hang finden, wenden am Hang. Wieso nicht? Und da meine Empfehlung, guckt auf die Hanginnenseite, nicht nach außen. Das äußere Bein braucht ihr gar nicht. Auf dem inneren Bein das Gewicht ein bisschen nach innen lehnen. Dann könnt ihr auch niemals umkippen. Und wenn ihr einen Blick nach innen habt, sowieso nicht. Und so könnt ihr super easy am Hang wenden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo gerne ausprobieren. Funktioniert super. So, und wenn wir das dann gemacht haben, wir sind langsam gefahren. Wie gesagt, dann nochmal anhalten, Stop and Go. Und das Gleiche können wir natürlich alles nochmal machen im Stehen. Das wirklich nur, wenn ihr schon ein bisschen Motorraderfahrung habt und nicht zu groß seid für euer Motorrad und sich das wieder zu eignet, dann macht das gerne nochmal im Stehen und fahrt leicht die Kurven, bevor wir dann weiter übergehen in die nächste Übung. Und das war das langsame Kurvenfahren in so einem kleinen Quadrat, in so einem 5 bis 7 Meter Quadrat. Worauf achten wir da? Auch hier nochmal Vorderradbremse, tabu, maximaler Lenkeinschlag und wir kontrollieren über die Hinterradbremse und wir betreiben das Countersteering. Heißt, in der Linkskurve hocken wir uns rechts rüber auf der Sitzbank und lehnen uns ganz nach außen und der Blick ist weit voraus. 180 Grad ungefähr gucken wir voraus, dazu auch Hütchen in die Mitte stellen. Und so könnt ihr auf jeder Bundesstraße in Deutschland ganz easy wenden und es sieht auch überhaupt nicht unwürdig aus. Das wäre die nächste Übung, also das Countersteering. Und dann macht es gerne links rum und dann macht es auch mal links rum, umsetzen, rechts rum und wieder umsetzen, wieder links rum. Denn wer langsam fährt und das beherrscht und die Balance hat, der kann das eher auch beim schnellen Fahren. Bevor wir dann weitermachen mit dem Kurvenfahren, Bremsen üben. Und da hatten wir diese Übung, wo wir ein Quadrat aufgebaut haben, aus 30, 50, 80, 100 km/h runterbremsen in dieses Quadrat rein. Nur so kann man üben, auf den Punkt zu bremsen und auch dann stehen bleiben und danach gleich wieder weiterfahren. Wenn ihr es verkackt, nicht schlimm, nochmal machen. Natürlich gehört auch vielleicht die Vollbremsung mal dazu, um sich ein bisschen ranzutasten. Macht die Bremsen dazu natürlich vorher ein bisschen warm und wie gesagt, der hat keinen TÜV, aber wie gesagt, auch da nicht sofort ganz schlagartig rein. Es könnte manchmal problematisch sein, deswegen vielleicht ein bisschen, also ne, mit ein bisschen Gefühl trotzdem immer noch. So, und dann natürlich das Kurvenfahren. Wie üben wir das Kurvenfahren? Wir bauen uns hier einmal eine große Kurve auf, wenn wir irgendwo die Möglichkeit haben. Mit den Hütchen, wir fahren außen an, wir legen uns die Hütchen so rein, dass wir die einzelnen 3 Punkte anschauen können, wo wir hinblicken, um unsere Blicktechnik zu trainieren, und wir überlegen uns auch, wie ist die Körperpositionierung, wie will ich die Kurve durchfahren, will ich halb Hang-Off fahren, Hang-Off, legen, drücken. Das alles solltet ihr eigentlich vor der Kurve schon wissen, das muss irgendwo in euch drin sein, intuitiv. Und wenn nicht, probiert ihr alles mal aus, alle verschiedenen Techniken. Beim Hang-Off dann, wie gesagt, schon vor der Kurve kurz mit dem Poppes rüber, dann bremsen und dann mit dem Oberkörper hinterher. Genau, und dann versucht auch bei den Übungen, wenn ihr Kurven fahrt mit allen Techniken, nicht nur Kreise zu fahren, macht dann am Anfang Kreise, links rum, rechts rum natürlich, und dann Achterfahren. Also, ne, dass man immer den Wechsel hat zwischen links und rechts und links und rechts. Und dann seid ihr meiner Meinung nach doch schon ganz gut gewappnet für ein ordentliches Motorradfahrerleben. Übt auch nochmal das langsame Aufrollen am
Kurvenausgang, beziehungsweise früh ans Gas zu gehen. Auch ich muss dazugeben, habe da brutale Probleme auf der Rennstrecke, am Scheitelpunkt schon Gas wirklich aufzurollen und früh ans Gas zu gehen. Es geht viel früher, als man denkt. Das muss man aber wirklich üben, dass man da keine Angst hat und dann wirklich frühzeitig am Kurvenausgang smooth mit einer rollenden, gleichmäßigen Bewegung das Gas auf und raus aus der Kurve und Spaß haben. Für Anfänger nochmal erwähnt, sei das Thema reinschwingen, also bei einer Rechtskurve fahre ich vor kurz links und gehe mit dem Flow dann in die Rechtskurve rein. Das hilft euch, dass ihr keinen Lenkenpuls benötigt, vor allem bei Rechtskurven oder das Motorrad durch Bremsen ein bisschen destabilisiert. Es ist auch eine Technik, die einfach Spaß macht, also why not? Probiert es mal aus mit dem Reinschwingen, ansonsten den Lenkimpuls setzen, bei einer Linkskurve links drücken, Blick rüber und dann mit dem Motorrad reinfallen lassen. Auch das funktioniert natürlich sehr gut. Sollte man können und ich glaube, das war's. Ne? Also dann war es schon wieder mit der Besser-Biken-Serie für dieses Jahr, wobei ja nicht so richtig. Das letzte Video, vielleicht machen wir 1-2 Wochen Pause oder so, gar keine Ahnung. Oder ich habe eure ganzen Kommentare schon, will ich mit euch nochmal philosophieren, was macht wirklich einen guten Motorradfahrer aus? Ich meine keinen guten Rennfahrer, keinen guten Crossfahrer, ich meine einen guten Motorradfahrer. Und das ist für mich jemand, der auf der Straße fährt. Wenn er nur auf der Rennstrecke fährt, ist ein Rennfahrer für mich oder ein Rennstreckenfahrer. Also was macht einen guten Motorradfahrer aus? Das würde ich gerne mit euch diskutieren. Deshalb gerne kommentieren. Und ja, ist ja fast schon traurig, aber dann war es das wieder mit Besser-Biken für dieses Jahr. Für nächstes Jahr müsste ich mir echt ganz viele Themen raussuchen. Vielleicht machen wir wieder ein Jahr Pause, ich weiß es nicht. Es war super schön, es hat super viel Spaß gemacht, es ist super anstrengend, es ist ultra heiß. Ich danke euch fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video.